Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es jetzt weiter am Opel. Ich möchte heute das Thema mit der Frontstoßstange abschließen, damit ich eine Baustelle weniger habe, und dementsprechend werde ich heute mich darum kümmern, die Stoßstange hier einmal zu reinigen, also damit das eben wieder ein bisschen ordentlich aussieht. Dann werde ich die neuen Nebelscheinwerfer montieren, die kommen ja hier an diese Position und hier drüben an diese Position. Dann werde ich die Stoßstange wieder montieren. Vorher muss ich mich aber noch hier drüben um diesen Prallträger kümmern. Den hatte ich ja letztes Mal, habt ihr ja ganz kurz Ausschnitte gesehen, wie ich den vorbehandelt habe und eben mit Vertan auch am Ende eingepinselt. Das sieht man jetzt hier noch. Hier ist jetzt noch überall dieses Vertan drauf. Das hat jetzt auch schon gewirkt. Bedeutet, ich kann das jetzt heute mit Wasser neutralisieren. Sprich, ich werde das jetzt gleich, wie gesagt, mit Wasser nachbehandeln und dann mit Raptor Lack versiegeln. Und dann kommt das wieder ans Fahrzeug. Am Fahrzeug, wie gesagt, das hattet ihr auch gesehen im letzten Video, muss ich dann den Prallträger montieren. Hier wieder diesen Behälter für das Wischwasser. Das ist hier eben hinter dem Prallträger angebracht. Da muss ich dann auch nochmal reinigen, die beiden Pumpen wieder einsetzen. Also eine Pumpe ist ja noch drin. Die zweite Pumpe muss ich dann wieder reinsetzen. Dann hier vor allem einmal grundreinigen. Bedeutet, ich baue jetzt gleich die Scheinwerfer nochmal aus, damit ich hinten dran auch sauber machen kann. Dann werde ich bei der Gelegenheit auch diese Luftansaugung hier einmal reinigen. Und wie gesagt, alles, was hier so direkt sichtbar ist, einmal sauber machen. Auch die losen Blätter und so einmal raussaugen. Da hat es ja hier so Stellen, wo eben Blätter drin sind. Ja, und wenn das dann sauber ist, dann baue ich alles wieder zusammen. Achso, das eine Kabel noch. Hatte ich ja letztes Mal erwähnt, dass das hier an manchen Stellen schon so ein bisschen gebrochen ist. Das werde ich auch erneuern. Dann, wie gesagt, baue ich alles wieder zusammen und dann ist zumindest die Front vom Opel erstmal fertig. Und dann kann ich irgendwann, wenn dann nach dem M2 nochmal Zeit ist, mich dem Zahnriemenwechsel widmen und die ganzen anderen Themen, die ich ja schon mal erwähnt hatte, wie Motoröl, Getriebeöl mit Filter, Fahrwerk, Auspuff und so weiter und so fort, dem ganzen anderen Themen nochmal widmen. Denn Ziel ist es immer noch, das Auto wieder zuzulassen, damit ich das im täglichen Betrieb nutzen kann. So, jetzt hätte ich gesagt, schmeiße ich wieder die Timelapse an, wenn es darum geht, den Prallträger vorzubereiten und alle anderen Arbeiten durchzuführen. So, ein kurzer Zwischenbericht. Wie ihr sehen könnt, hier ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Das hat schon angefangen zu trocknen. Ich denke, man kann auch die Struktur ganz gut erkennen. Das sieht eigentlich sehr, sehr ordentlich aus. Ich schaue mal, wie es von der... Ja, nee, ist noch ganz klebrig. Ist also noch nicht getrocknet. Das dauert wahrscheinlich noch einen Tag oder so. Ist aber, wie gesagt, gefällt mir ganz gut. Einziges Problem ist eben, dass es jetzt eine 2K-Komponente bedeutet. Die Dose, die muss man halt aufbrauchen, beziehungsweise das, was man halt nicht verwendet, wird dann eben fest. Muss man einfach wegwerfen. Ist ein bisschen schade, aber so ist es eben bei diesen 2 Komponenten. Also da hat man hier unten so ein Ventil, kurz zur Erklärung. Hier unten ist ein Ventil, da ist eine kleine Flüssigkeit drin oder halt dieser Härter, diese zweite Komponente. Man muss das schütteln, dann den Härter aktivieren, wieder schütteln. Und wie gesagt, dadurch, dass es halt 2 Komponenten hat, härtet das eben nach einer Stunde aus. Und dann muss man es halt verwenden und danach wegwerfen. Also man kann es nicht wieder verwenden. Aber wie gesagt, gefällt mir hier schon mal sehr, sehr gut. Sieht viel besser aus als vorher. Und durch diesen 2 Komponenten Raptor Lack sollte das auch Steinschläge oder halt auch, sag ich mal, leichte Abschabung oder so problemlos überstehen. Sprich, es müsste vom Rost in Zukunft geschützt sein. So, jetzt hätte ich gesagt, schauen wir einmal beim Auto, wie es da aussieht. So, hier am Auto denkt ihr jetzt, ist ja noch gar nicht viel passiert. Ja, es sind halt die Details und hier kostet das wirklich immer relativ viel Zeit mit der Elektrik. Was ich jetzt gemacht habe, das habt ihr ja, glaube ich, im Zeitraffer auch gesehen.
Ich habe hier dieses Kabel erneuert, wo eben gebrochen war. Habe das hier auch schön entlang gelegt. Dann habe ich hier dieses Kabelgewirr ein wenig aufgeräumt. Da waren nochmal 2 Stecker eingebaut. Die Stecker habe ich entfernt und habe einfach durchgelötet. Habe das jetzt hier so ein bisschen ummantelt mit meinem Gewebeband, dass das ordentlicher aussieht. Habe hier die Stecker von meinen Scheinwerfern sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Beifahrerseite schon eingepackt. Das gleiche habe ich hier unten mit den Steckern gemacht. Ist immer gut, wenn man so ein paar kleine Plastiktüten übrig hat. Gerade für solche Aktionen ist das hervorragend. Da habe ich jetzt, wie gesagt, die ganzen Stecker alle eingepackt in Plastik, denn jetzt geht es dann gleich los mit dem Putzen. Und damit da eben keine Feuchtigkeit in die Stecker kommt, habe ich die hier in so Tüten gepackt. Dann sollten die vor Feuchtigkeit geschützt sein. Das gleiche auch hier unten. Und die Park-Distance-Sensoren, die habe ich mir jetzt markiert. So, hier ist jetzt der von der Beifahrerseite. Da habe ich mir jetzt einen Stecker farblich markiert, sodass ich weiß, welcher Stecker wohin gehört. Das sind jetzt, wie gesagt, so eine gelbe Markierung dran. Dann weiß ich, okay, die 2 Stecker gehören zusammen. Und da es ja nur 2 Stecker sind, ist das andere Paar dann selbsterklärend. So sollte ich das später wieder einwandfrei zusammenbekommen. Jetzt, wie gesagt, nehme ich hier noch diesen Luftschnorchel ab oder ja, vielleicht lasse ich den noch dran und putze den einfach nur so mit. Ja, und jetzt hätte ich gesagt, wechseln wir wieder in den Zeitraffer, wie ich das hier einmal sauber mache.
So, jetzt habt ihr eben ein bisschen gesehen, wie ich geputzt habe. Auch den Behälter für die Wischwasserflüssigkeit habe ich jetzt gereinigt, sodass der wieder, ja, so gut es eben geht, aussieht. Ich habe jetzt die Flüssigkeit hier rausgelassen. Das macht es mir dann auch einfacher, das Ganze zu montieren. Muss ich dann eben auffüllen, wenn es wieder am Auto ist. So, ich habe jetzt versucht, hier auch die Stoßstange so gut es geht sauber zu machen. Natürlich immer mit vertretbarem Aufwand, da würde sicherlich noch mehr gehen. Aber ich denke, ja, so ist das Ganze in Ordnung. Was mir noch aufgefallen ist, hier ist wohl ein Halter gebrochen. Der ist sehr lose im Vergleich zu dem hier. Ja, also wie gesagt, die hat ja sonst auch noch ein paar Macken. Auch diese Delle auf der anderen Seite. Wahrscheinlich werde ich mich doch irgendwie auf die Suche machen müssen, so eine Stoßstange nochmal zu bekommen. Ich vermute aber, ich habe ein paar Stoßstangen im Internet gesehen, dass dann wahrscheinlich die ganzen Zubehörteile fehlen. Das wird wieder so ein Fiasko. Aber ja, jetzt schauen wir erstmal, ob mit den neuen Scheinwerfern alles passt. Denn da haben ja einige zu Recht angemerkt, dass ich da Facelift-Scheinwerfer besorgt habe. Und ich weiß gar nicht, ob die dann nachher 100% passen. Ich habe ja nie die Motorhaube zugemacht und auch den Kühlergrill noch nicht eingebaut gehabt. Aber ja, gut. Dann habt ihr gesehen, ich habe hier alles geputzt. Also hier sieht das jetzt schon wirklich richtig gut aus. Das gefällt mir. Auch da, es würde natürlich mehr gehen. Aber so ist das, denke ich, schon sehr, sehr gut im Vergleich zu dem, wie es vorher aussah. Hier auch an den Kanten. Hier unten habe ich alles gereinigt. Den Luftfilter hatte ich ja auch ausgebaut. Da sitzt hier unten eine Schraube, diese da. Und diese Schraube, dann kann man hier diesen kompletten Schnorchel wegnehmen. Den kann man hier so nach vorne rausdrehen. Dann dieses Teil habe ich entfernt und gereinigt. Den gesamten Luftfilterkasten habe ich gereinigt. Habe auch einen neuen Luftfilter reingemacht. Ihr habt ja gesehen, ich habe das hier gelöst. Und dort an diesem ersten Stück, dann habe ich das so seitlich weggedreht. Dann kam ich hier ran. Den Luftfilterkasten rauszubekommen, also ganz rauszubekommen, ist ein bisschen tricky, weil hier der Schlauch im Weg ist. Da ist ein Schlauch im Weg. Hier ist ein Schlauch im Weg. Da unten ist ein großer Schlauch im Weg. Muss man halt ein bisschen hin und her fummeln. Aber dann klappt das. So, und jetzt hätte ich gesagt, Batterie ist ja noch abgeklemmt. Ich baue jetzt alles wieder zusammen, denn der Prallträger ist auch getrocknet. Den kann ich euch noch zeigen. Und dann kommt hier wieder Prallträger hin, Wischwasserbehälter, alles anstecken. Und dann drückt mal die Daumen bitte, dass das mit der Motorhaube und dem Grill passt. Mit meinen Facelift-Scheinwerfern. So, ich lasse den Zeitraffer mitlaufen und dann hoffentlich geht alles gut.
So, ich habe jetzt alles mal so grob rangehalten und vormontiert. Prinzipiell passt alles, allerdings hat sich die Befürchtung eines Kommentarschreibers bewahrheitet oder beziehungsweise der Hinweis war absolut richtig. Das sind ja Facelift-Scheinwerfer. Ich hatte aber, wie gesagt, keine Vor-Facelift-Scheinwerfer mit Xenon und Gedöns gefunden. Und das Problem ist jetzt hier diese Kante, die ist hier spitz zulaufend. Prinzipiell Motorhaube, Kühlergrill, das passt alles, aber diese Kante, wenn hier dann diese Abdeckung hin soll, mal kurz den Grill rausnehmen. So. Wenn dann hier diese Abdeckung hin soll, dann passt das da nicht so richtig. Das ist jetzt, ja, wie es halt immer so ist, ne? Wie es halt immer so ist. Hätte ja auch nicht anders sein können, als dass es nicht klappt. Jetzt halt die Frage, ob es dieses Teil hier sozusagen einzeln für Nicht-Facelift-Fahrzeuge gibt. Oder beziehungsweise, Quatsch, also ob es dieses Teil hier sozusagen vom Facelift gibt und was dann auch an die Nicht-Facelift-Stoßstange passt, das weiß ich nicht. Da muss ich mich jetzt mal schlau machen. Die Alternative ist natürlich, ich drehe mir hier was raus. Ja, ich weiß es jetzt momentan nicht. Ist echt schade, weil alles funktioniert. Die Lichter gehen, die Nebelscheinwerfer hier unten habe ich ja auch getauscht. Hier habe ich jetzt noch nicht sauber gemacht, deswegen sieht das noch schlimm aus. Aber das ist jetzt echt blöd, dass das an der Stelle, an dieser kleinen Ecke da scheitert. Die Form ist eben eine komplett andere. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen zaubern. So, halt, stopp. Ist doch noch nicht vorbei. Ich wollte ja gerade schon verabschieden, aber ich habe mir jetzt doch noch mal ganz kurz 10 Minütchen genommen und das Teil hier ein bisschen mit dem Dremel bearbeitet. Das ist noch nicht final, aber ihr könnt sehen, das sitzt. Also hier auf der Ecke passt das, ne, der Übergang. Diese Düse für das Reinigen der Scheinwerfer, die passt. Und hier an der Ecke, wie gesagt, habe ich jetzt einfach ein bisschen mit dem Dremel das bearbeitet. Und dann passt das auch. Dann kriege ich das hier oben auch montiert. So werde ich das auf der anderen Seite auch machen. Das werde ich jetzt hier noch ein bisschen schöner nacharbeiten, in Stillarbeit, unabhängig von dem Video. Dann werde ich das gesamte Teil nochmal lackieren. Werde wahrscheinlich jetzt dann einfach schwarz nehmen, weil die Farbe kriege ich eh wieder nicht. Und wenn ich es zum Lackierer gebe, kann ich auch vergessen. Die treffen den Ton auch nicht. Habe ich schon zu oft probiert. Bedeutet, das ist jetzt eine Lösung, die ist für mich praktikabel. So mache ich das. Ich arbeite das hier noch ein bisschen nach. Ich kann euch das ja mal zeigen. Ich finde, das ist eigentlich jetzt für 10 Minuten investierte Zeit ganz gut geworden. Wie gesagt, das ist jetzt noch nicht perfekt. Ich muss ja noch nacharbeiten. Man sieht das auch an den Kanten. Die sind noch nicht 1000-prozentig. Was natürlich jetzt auch fehlt, ist innen dieser Falz. Den habe ich jetzt natürlich weggeschliffen. Aber dafür kriege ich das um den Scheinwerfer herum. Und wenn das dann schwarz lackiert ist, kriege ich das wahrscheinlich mit einer Hand nicht angesetzt. Doch, geschafft. Ja, dann passt das hier. Dann hat der Scheinwerfer Platz. Und wie gesagt, das kann ich ja dann zur Not auch noch mal ein bisschen mit Spachtel, für den Fall, dass ich es nicht ganz gerade geschliffen bekomme, aber so viel fehlt da nicht. Und dann passt das und dann sitzt das. Und dann muss ich da auch nicht wieder irgendwie so eine Ersatzteilorgie im Internet starten. Ja, insofern, jetzt war es das aber wirklich im Video. Wie gesagt, ihr habt jetzt gesehen, Scheinwerfer tauschen. Einfach, ich habe hier umgelötet, ne, den Kabelbaum habe ich ein bisschen aufgeräumt. Das passt jetzt wieder. Die Nebelscheinwerfer vorne, die habe ich auch ersetzt. Ich habe die PDC-Sensoren umgelötet, also sprich die Kabel so, dass man das an- und abstecken kann, dass das nicht mehr fest mit der Stoßstange verbunden ist. Dann alles gereinigt unterhalb der Stoßstange. Die Stoßstange selber muss ich natürlich noch reinigen. Und wie gesagt, den Luftfilter gewechselt, inklusive Reinigung des Luftfilterkastens. So, ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video auch wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.